Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu der Session vom Werkzeug zum Mitspieler wie agentische KI Marketing neu erfindet. Mein Name ist Julian Stank, Senior Manager Expert Solution Consulting hier bei Adobe. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und wir haben wirklich spannende Inhalte für euch vorbereitet und ich würde sagen, auf geht's. Bei dem Thema Customer Engagement geht es längst nicht mehr darum, mit welchen Tools wir arbeiten, sondern vielmehr um die Mitspieler, um die KI, die als Mitspieler an unserer Seite arbeitet. Seit 2024 hat der Adobe AI Assistant jedem Marketer sofortige Antworten geliefert und Antworten und Insights geliefert. Aber das war für uns nicht das Ziel, sondern vielmehr der Ausgangspunkt für etwas Größeres, was noch kommen sollte. Denn die KI nach Antworten zu fragen, das ist die eine Sache. Ihr aber eine Aufgabe und ein Ziel zu geben und dann darauf zu vertrauen, dass sie es über den gesamten Tech-Stack hinweg auch umsetzt, das hat eine ganz andere Dimension. Jede Innovation, die wir euch heute zeigen, erweitert und verbessert die Adobe-Applikation, auf die ihr euch heute schon verlasst. Viele von euch betreiben Marketing Operations im großen Stil und ihr habt Adobe euer Vertrauen geschenkt, Teil dieses Fundaments zu sein. Das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Alles, was ihr heute seht, baut genau auf diesem Fundament auf. Heute sprechen wir über CX Enterprise Coworker. Angetrieben von unserem Agentic Harness der KI-Modelle wie ChatGPT, Claude, Tools und Agents sowie eure bestehenden Adobe-Anwendungen verbindet. Und das immer verankert im Kontext eures Unternehmens. Passend zur aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft hier eine Analogie, die ich gerne mit euch teilen möchte. Stellt euch den CX Coworker als euren Spielmacher vor und den Agentic Harness als die Stadioninfrastruktur, die das überhaupt erst alles möglich macht. Alles muss vorbereitet sein, alles muss stehen, bevor der Anpfiff ertönt. Ihr seid der Trainer, ihr legt die Taktik fest, ihr definiert die Ziele und ihr bereitet die Spielzüge vor. CX Coworker geht nun mit dem Rest eures Teams aufs Feld. Es versteht die gegnerische Defensive und orchestriert das Team in Echtzeit. Aber im Gegensatz zum Fußball verlässt dieser Spielmacher nie das Stadion, verliert nie den Überblick und wird mit jedem Spielzug klüger. Also schauen wir uns mal an, warum wird CX Coworker vom ersten Tag an immer so intelligent? Die Antwort ist, Adobe kennt euer Business bereits. CX Coworker ist vorintegriert mit euren bevorzugten Adobe-Applikationen wie Workfront, Realtime CDP, Journey Optimizer, Adobe Experience Manager und weiteren. Jahre der Arbeit eures Teams, Kampagnenlogik, Segmentdefinition, Journey Designs sind bereits in diesem System erfasst. Und diese Erfahrungen sind bereits oder sind sofort für den Business-Kontext, für die Skills und für die Governance in CX Coworker verfügbar. Je mehr man CX Coworker also verwendet, desto intelligenter wird es. Und es ist so, als würde euer neuestes Teammitglied am ersten Tag bereits mit 10 Jahren Wissen auftauchen, jedes Briefing gelesen, jede Kampagne studiert und jede Journey auswendig gelernt. Also, wie ist CX Coworker aufgebaut? Das wollen wir uns als nächstes anschauen. Es gibt 5 Bausteine. Business Context, Long-Term Memory, Governance, Agents and Skills und den Agentic Workflow Builder. Und zusammen verwandeln sie eine leistungsstarke KI in einen vertrauenswürdigen Mitspieler auf Enterprise-Niveau. Schauen wir uns nun im nächsten Schritt die einzelnen Bausteine etwas genauer an. Beginnen wir mit dem ersten Baustein, Business Context. Denn ohne ihn, ohne diesen Business Context, ist die KI nichts weiter als ein kluger Außenstehender. CX Coworker versteht euer Business, eure Unternehmensziele, euren Kampagnenkalender, Kundensegmente und so weiter. Mit diesem Business-Kontext denkt CX Coworker wie ein erfahrenes Mitglied eures Marketing-Teams. Eines, das den Unterschied zwischen euren Loyalty-Programmen längst versteht, eure saisonalen Peaks im Blick hat und bereits weiß, welche Produkte in diesem Quartal die Performance treiben werden. Zweiter Baustein, Long-Term Memory. CX Coworker erledigt Aufgaben nicht nur, sondern erinnert sie auch.
Und hier wird es erst richtig interessant, denn dieses Gedächtnis ist nicht für den schnellen Moment gemacht, sondern für Workflows, die über Wochen, Monate und lange Zeiträume ziehen und andauern. Also nicht nur für eine Session und nicht nur für eine Aufgabe. Und lernt CX Coworker dabei etwas Neues, ein Muster, das funktioniert, eine Guardrail, die nachjustiert werden muss, so fließt dieses Wissen direkt zurück in euren Business-Kontext und in eure definierte Governance. Die Intelligenz verpufft also nicht mit jedem Workflow, sondern sie wächst mit jedem Einzelnen weiter. Kommen wir zum Thema Governance. Die meisten von euch haben diese Arbeit schon längst getan. Rollen und Berechtigungen in Adobe-Applikationen definiert, Data Labeling, Data Security und Consent-Richtlinien in Adobe Experience Plattform und Realtime CDP entsprechend festgelegt, Decisioning Rules für Customer Engagement in Marketo, Campaign oder Journey Optimizer definiert und Brand Guidelines in Gen Studio hinterlegt. Und ich könnte so weitermachen. CX Coworker übernimmt das alles. Es weiß also nicht nur, was es kann, sondern es weiß auch, was es tun sollte und was nicht. Aber wie erledigt CX Coworker nun tatsächlich die Arbeit? Und die Antwort ist über Agents und Skills. Das Know-how jedes Agents in eurem Ökosystem gebündelt und einsatzbereit. Maßgeschneiderte Agents für Journeys, Audiences, Content und Insights und viel mehr. CX Coworker weiß also, welchen Agent und welchen Skill es wann aufruft, in welcher Reihenfolge und wann es einen Menschen einbindet. Stellt es euch vor wie den Spielmacher. Jemand, der die Laufwege seiner Stürmer kennt, der die sicheren Positionen seiner Abwehrspieler kennt und der die gegnerische Formation liest und verstehen kann. Coworker macht aber nicht alles alleine. Es weiß auch, wann es an wen abgeben muss. Wann es das Spiel umstellt, wann es den Ball nach vorne bringt. Also den richtigen Agent, den richtigen Skill mit den richtigen Menschen im richtigen Moment. Der letzte Baustein, den wir uns angucken, ist der Punkt, wo euer Team das Steuer übernimmt und CX Coworker anleitet. Hier gestaltet ihr die Prozesse, die CX Coworker ausführen soll, entweder autonom oder mit menschlichen Kontrollpunkten. Ihr definiert die Ziele, ihr setzt die Guardrails, wo Coworker und entscheidet, wo CX Coworker allein handelt oder wo er auf uns Menschen wartet. Fassen wir also noch einmal zusammen, was CX Enterprise Coworker ist. Es ist ein Coworker, der euer Business versteht, der sich an alles erinnert, sich selbst steuert und jeden Agenten in seinem Team kennt und vom ersten Tag voll durchstarten kann, weil er bereits fest mit dem Adobe Stack integriert ist. Die Frage ist also, wie viel mehr kann eure Organisation noch erreichen mit dem richtigen Coworker an der Seite? CX Enterprise Coworker ist kein Zukunftsversprechen und auch kein Prototyp, sondern es ist bereits verfügbar und wir wollen uns das später auch noch in dieser Session angucken. Kommen wir nun zum nächsten Teil unserer Session und ich freue mich sehr, gleich Richard Lucian zu begrüßen von Sky. Er leitet bei Sky die Themen Data und AI und wir werden uns darüber unterhalten, was Sie im Marketing machen und was Sie in Zukunft planen. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns ein kurzes Video zu Sky an. Freu dich dieses Jahr einfach auf alles. Eine schlechte Idee. Zeigen Sie es uns. Alles, was du so liebst. Wo soll ich hinkommen? Wir sind da, wo wir sein sollen und wissen, was zu tun ist. Evander, du hässlicher Vogel. Wir haben gerade erfahren, du hast keinen Bock mehr auf Familie. Alles, worauf du gewartet hast. Alles, was du gesehen haben musst. Alles auf Sky. Ich bin dabei. Wunderbar. Bitte begrüßt herzlich auf der Bühne Richard Lucian von Sky. Hey Richard, hey. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Nimm gerne Platz. Richard, prima, dass du beim Adobe Summit dabei bist und dass wir uns unterhalten können. Vielleicht bevor wir tiefer einsteigen, erzähl uns doch kurz, wer ist Richard und wofür bist du bei Sky eigentlich verantwortlich? Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Und inzwischen ist es natürlich nicht nur Sky, sondern Sky powered by RTL. Freue mich sehr, hier zu sein.
Was ist meine Rolle? Ich bin verantwortlich für Data Analytics und AI bei Sky. Ich bewege mich an der Schnittstelle von Data, Business, Technology. Ja, immer mit dem Fokus darauf, Datenprodukte und AI, natürlich messbare Erfolge für Sky zu implementieren und zu erzielen. Seit dem ChatGPT-Moment vor 3,5 Jahren kümmere ich mich halt auch, habe ich einen großen Fokus darauf gehabt, unsere Gen AI-Strategie, Strukturen aufzubauen. Wunderbar, das klingt sehr spannend. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Starten wir mit der ersten Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar ist es die Folge: Was macht ihr heute konkret mit Adobe? Und vielleicht kannst du uns ein, zwei Beispiele nennen, wo der Einsatz von Adobe-Technologie einen entscheidenden Impact auf euer Business macht. Ja, sehr, sehr gerne. Adobe ist unser langjähriger Partner bei allem, was das Tracking unserer digitalen Kunden-Touchpoints betrifft. Das ist natürlich die Webseite, das ist die App. Das betrifft aber zum Beispiel auch unsere Sky Q-Box, die vielleicht der ein oder andere unter seinem Fernseher stehen hat. Also da haben wir eine lange Partnerschaft mit Adobe. Seit letztem Jahr haben wir auch die Realtime CDP lizenziert. An der Stelle möchte ich auch einmal ein großes Kompliment an mein Team loswerden. Wir haben über die Jahre kontinuierlich eigentlich an unserem Adobe Tracking Stack weiterentwickelt. Also wir sind von Adobe Analytics auf CGA gewechselt. Wir haben Server-Side-Tracking implementiert. Und das war eigentlich die ideale Voraussetzung für uns, dann letztes Jahr die CDP auch zu implementieren. Ich muss sagen, wir waren hier eigentlich, wir haben einen kurzen POC geplant, 2 Wochen. Danach sind wir allerdings schon dann mit dem ersten Use Case live gewesen. Das war damals der Suppression Use Case, also Ausschluss von Bestandskunden im Neukundenmarketing. Hat super problemlos für uns funktioniert und seitdem fokussieren wir uns eigentlich darauf, unsere Use Cases mehr und mehr auszubauen mit einem starken Fokus auf Personalisierung. Sehr gut. Klingt sehr spannend, auf jeden Fall, was ihr alles macht. Meine nächste Frage, die ich dir gerne stellen möchte: Du verantwortest ja bei Sky die Themen Data und auch AI. Und was mich interessieren würde: Wo siehst du jetzt ganz konkret bei Sky das größte Potenzial von agentischer KI im Marketing? Vorweg sage ich einmal, wir haben bei Sky einen strengen Fokus auf den Value, wie wir unsere Use Cases priorisieren. Und da ist tatsächlich der Marketing-Use-Case nicht die oberste Priorität bei uns. Also da fokussieren wir uns sehr stark auf den Customer Service. Aber die beste Customer Service Strategie ist am Ende natürlich happy und zufriedene Kunden. Und da spielt natürlich das Thema Personalisierung wieder eine große Rolle. Haben es gerade schon erwähnt, CDP ist natürlich ein wichtiger Enablement für uns, um dann auch tatsächlich zu personalisieren. Was uns so ein bisschen fehlt, der wichtige Baustein hier, das ist wirklich der Content. Ja, also wir haben Minimum 3 Millionen Kunden. Im Idealfall würden wir hier gerne auch eine 1:1 Personalisierung durchführen. Und da fehlt uns einfach der Content, das auch durchführen zu können. Und da sehen wir großes Potenzial in dem ganzen Agentic AI-Thema. Ich denke, Briefing-Prozesse, Prozessabläufe, das ist natürlich auch ein Thema, was hier mit reinspielt, wo wir auch noch definitiv mit AI uns was versprechen. Wunderbar. Ja, vielen Dank für die Einblicke, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen was zu tun, wie du das sagst. Die nächste Frage zielt so ein bisschen in den Bereich auch, wo du als Experte der Branche, der Industrie, als AI-Leader sozusagen eine Antwort geben kannst. Wo steht ihr bei Sky heute schon mit KI im digitalen Marketing? Und was ist der nächste Schritt, den du als Leader, AI-Leader dir vorstellst und den du gerne angehen möchtest? Ja, also ich glaube, KI ist inzwischen alles. Ich nerv damit manchmal meine Kollegen, wenn ich sage, reden wir jetzt über generative KI, klassische KI. Dieser ganze Bereich klassischer KI haben wir eine lange Tradition bei Sky, in der wir sehr viel machen im Targeting. Also sind wir sehr, sehr datengetrieben und auch verwenden wir sehr, sehr viel AI. Wie gerade gesagt, für uns ist wirklich so dieser Content-Baustein, das ist so das nächste Thema, was wir angehen wollen. Ja. Wir experimentieren hier schon natürlich, wir nutzen Adobe Firefly auch natürlich in der Content-Erstellung. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir hier perfekt und das in allen Prozessen eingebaut haben, aber das ist so wirklich der nächste große Schritt, den wir angehen wollen. Sehr gut, spannend, danke dir. Kommen wir zur letzten Frage.
Und das ist sicherlich für die Audience auch ganz interessant, was du so als Erfahrung und auch als Tipps und Tricks noch mitgeben könntest. Wenn du der Audience genau ein Do und ein Don't mitgeben könntest, ein Learning, Key Takeaways, wie auch immer man es nennen möchte, was wäre das aus deiner eigenen Erfahrung für den Umgang mit KI? Ich erspare euch jetzt die Geschichten von den Schwierigkeiten, einen POC in einen Live-Produktivbetrieb überzugehen. Ich denke, für mich ist es einfach super spannend, in diesem ganzen AI-Thema zu sehen. Also bei uns ist es auch ganz oft der Anspruch und der Startpunkt, wir wollen einen bestehenden Prozess mit KI ersetzen, Ja. um ihn effizienter zu machen, um ihn skalieren zu können. Also im Prinzip wollen wir das Gleiche machen, halt nur jetzt mit KI. Ja. Das ist auch natürlich oft der Startpunkt, das ist oft der Case, der auch dahinter steht, um auch das Management davon zu überzeugen. Das Spannende ist, dann, man muss dann einfach auch offen sein und sehen, wo einen die Reise hin verschlägt, weil ich glaube, es geht nicht nur darum, Prozesse, Produkte 1:1 zu ersetzen, sondern spannend wird es immer dann, wenn wir quasi Prozesse und Produkte komplett neu denken. Ja. Und in diesem quasi Prozess Review und Prozess Neugestaltung wirklich auch KI einsetzen können. Also ein Beispiel, was ganz spannend bei uns war, ich hatte es erwähnt, Conversational AI, Customer Service, ein großes Thema bei uns. Da haben wir natürlich zunächst mal nur so Einsparungen im Kopf gehabt. Am Ende sehen wir halt, dass gar nicht so die Einsparungen auf der Personalseite irgendwie relevant für uns sind, sondern die Verfügbarkeit einfach der KI, die immer da ist. Es gibt keine Wartezeiten mehr für unsere Kunden, wenn sie uns anrufen. Wir sind einfach ständig erreichbar und skalierbar. Und das ist einfach etwas, was wir am Anfang so gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber als wir das gesehen dann haben, ist natürlich spannend, das zu sehen und wie sich das dann weiterentwickelt. Wunderbar. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Richard, für die Einblicke und die Übersicht, die du mit uns geteilt hast. Das war sehr spannend und sehr, sehr hilfreich. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Applaus für Richard Luschen von Sky. Dankeschön. Danke. Danke dir. Okay, kommen wir zum nächsten Teil unserer Session. Sprechen wir als nächstes über die wichtigsten Innovationen in den Produkten, die ihr heute bereits benutzt. Und das beginnend im Bereich B2C. In Journey Optimizer B2C liefern wir ein neues Modul, AJO Loyalty, sowie entscheidende Weiterentwicklung für den Journey Agent, für agentenfähige Kontrolle über Customer Journeys in Echtzeit. In CX Analytics starten wir einen Always-On Agentic Analyst mit Marketing Campaign Analytics, Root Cause Analytics und Conversation Insights für weniger Zeit mit Diagnose und mehr Zeit für aktives Handeln. Und in Realtime CDP erweitern wir das Kundenprofil für das agentenbasierte Zeitalter mit mehr Skalierung, semantischem Verständnis aus unstrukturierten Konversationen und neuen Möglichkeiten für Data Collaborations mit Partnern und Media Networks. Schauen wir uns nun die Produktinnovationen im Bereich B2C an. Bitte begrüßt herzlich auf der Bühne Vanessa van Heckeren. Danke, Vanessa. Danke, Julian. So. Hallo zusammen. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Intuit dafür bedanken, dass wir Ihre Brand für unsere Vision heute nutzen dürfen. Die heute gezeigten Daten und Workflows sind fiktiv, die Use Cases dahinter aber sehr real. Und für alle, die es nicht kennen, Intuit ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das insbesondere für ihre Steuersoftware und für ihre Buchhaltungsplattform für kleine und mittelständische Unternehmen bekannt ist. Wenn die Steuersaison ihren Höhepunkt erreicht, steigt der Druck spürbar. Fristen müssen eingehalten, Mandanten müssen betreut und Compliance-Anforderungen erfüllt werden und das Ganze bitte gleichzeitig. Und die Herausforderung endet nicht mit dem Ablauf einer einzelnen Frist. Steuer- und Finanzprozesse laufen das ganze Jahr und Effizienz ist dabei der entscheidende Faktor. Das klingt nach einer großen Verantwortung, oder? Zum Glück bin ich damit als Marketeer bei Intuit nicht alleine. Denn ich habe den Adobe CX Enterprise Coworker an meiner Seite. Er fungiert als agentischer Orchestrator, der über spezialisierte Agenten hinweg koordiniert, den Geschäftskontext versteht und Aufgaben nicht nur begleitet, sondern wirklich proaktiv vorantreibt. Hier sehen wir einmal alle Projekte, an denen mein Coworker gerade arbeitet.
Jedes Projekt bündelt dabei einzelne automatisierte Schritte, die erforderlich sind, um ein bestimmtes, vorab definiertes Geschäftsziel zu erreichen. Wir können Projekte entweder zum Beispiel nach Regionen, nach Customer Lifecycle Phase oder nach Kampagnentyp strukturieren. In unserem Beispiel haben wir jetzt ein bestehendes Projekt, eine Customer Acquisition Experience mit dem Ziel, neue Kunden für Intuit in Deutschland zu gewinnen. Hier sehen wir einmal den Projektüberblick und hier oben sehen wir den sogenannten Workflow-Node. In diesem sind alle Tasks aufgeführt, die der Coworker dann über Marketing- und Kreativteams und Agenten hinweg koordiniert. Dabei verbindet er alle Adobe-Anwendungen, also zum Beispiel hier Workfront, aber auch den Journey Optimizer. Hier unten haben wir die Realtime CDP und ermöglicht es so, Teams und Agenten innerhalb einer Oberfläche zu arbeiten, gemeinsam an einem Projekt und dabei auf alle Adobe-Anwendungen zuzugreifen. Wir sehen hier auch die einzelnen Elemente, die dann zu dem Projekt dazugehören, also zum Beispiel hier IM-Fragments, die Audience oder auch die Journey und können jederzeit in die jeweilige Anwendung springen, um dort Anpassungen vorzunehmen. Es geht aber auch einfacher, wir können das Ganze auch conversational direkt im Coworker-Chat erledigen. Was mich natürlich brennend interessiert ist, wie performt mein Projekt denn eigentlich? Die Performance kann ich hier in CX Analytics einsehen. Und was ihr jetzt hier seht, das ist das Kampagnen-Performance-Dashboard. Das aggregiert zum einen Content Analytics und Customer Journey Analytics Daten und bietet mir so einen ganzheitlichen Echtzeitüberblick darüber, was gerade sehr gut funktioniert, aber natürlich auch darüber, wo wir gegebenenfalls noch ein bisschen nachsteuern und optimieren müssen. Insgesamt würde ich sagen, die Performance hier sieht sehr gut aus, das Engagement ist hoch, wir sehen, die Chat-Interaktionen nehmen zu und der ROI entwickelt sich positiv. Spannend wird es aber an einer anderen Stelle und Julian hat es eben schon erwähnt. Unser Always-On-Analyst screent kontinuierlich rund um die Uhr die Daten auf Anomalien im Hintergrund und hat in unserem Fall hier einen Anstieg der Anfragen für Compliance Support identifiziert. Lasst uns einmal gemeinsam der Sache auf den Grund gehen und nach der Ursache schauen. Mit nur einem Klick lade ich den gesamten Kontext in den Chat und der Coworker sucht für mich nach der Ursache. Das ist möglich auf Basis unseres semantischen Profils, denn das ist in der Lage, unstrukturierte Daten, wie zum Beispiel Chatverläufe mit dem Kundenservice, aber auch Transkripte aus dem Callcenter, zu analysieren und uns dadurch eine Antwort zu geben, nicht nur auf das Was, sondern vor allem auf das Warum. Und dadurch, dass wir den Geschäftskontext kennen, können wir nicht nur uns die Daten anschauen, sondern wirklich ein echtes Verständnis für die Ursache entwickeln. Hier sieht es so aus, als hätte es eine Veränderung der steuerlichen Fristen gegeben. Und nun frage ich mich natürlich, was mache ich jetzt mit diesem neuen Insight? Ich frage den Coworker, was er auf Basis dieses Insights für meine bestehenden Journeys mir empfehlen würde. Der Coworker empfiehlt uns, den Intuit Tax Advisor Agent in unsere bestehende Journey zu integrieren. Mit AI Extensibility können sowohl Developer als auch Marketeers Skills und Agenten anpassen und verwalten und das Ganze auch aus ihrer Enterprise-Umgebung. Das bedeutet, wir können den Intuit Tax Advisor Agent in unsere Adobe Workflows integrieren und der kann dann dynamisch lokale Steuerberater-Informationen, also beispielsweise sowas wie Adressen, Öffnungszeiten, aber auch verfügbare Termine beim Steuerberater um die Ecke, in die Experience einbinden. Ich finde, das klingt sehr gut. Das möchte ich gerne in meine Journey integrieren. Der Coworker orchestriert jetzt im Hintergrund verschiedene Skills, sowas wie Opportunity Detection, Journey Design, Optimization und führt uns so von einem Insight, der uns ehrlicherweise vielleicht durchgerutscht wäre ohne den Analysten, zu einer ganzheitlich optimierten, orchestrierten Customer Journey. Und das Ganze, ohne dass wir die Oberfläche wechseln mussten und auf Basis natürlicher Sprache direkt aus dem Coworker-Chat. Hier kann ich dann noch weitere Informationen zur Audience einsehen. Ich sehe, welche Faktoren treiben Relevanz und Personalisierung und was sind die wichtigsten konversationellen Signale aus dieser Audience.
Das heißt, ich kann meine Kommunikation wirklich maximal relevant gestalten. Bevor ich diese Journey jetzt aber publishe, möchte ich sie natürlich noch mal testen. Mit Journey Simulation kann ich meine Prozesse modellieren, meine Strategie und meine Decision Outcomes testen. Also Simulation gestartet und wir sehen jetzt, wie 150 on-the-fly generierte Testprofile durch diese Journey laufen. Ich kann mir das Ganze aber natürlich auch deterministisch für ein einzelnes Profil ansehen. In dem Fall sehe ich dann, wie das Profil sich durch die Journey bewegt, welchen Pfad es einschlägt und auch welche Message-Variante dem Profil am Ende des Tages angezeigt wird. Hierbei ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass alle Nachrichtenvarianten, alle Angebote, alle Entscheidungen, die einer einzelnen Person präsentiert werden, für Audit- und Compliance-Zwecke protokolliert werden. Und das Ganze natürlich basierend auf den Guardrails, die Intuit uns zuvor vorgegeben hat. Denn beim Coworker ist Governance nichts, was einfach on top kommt, es ist ein fundamentaler Bestandteil der Lösung. Und das war der erste Einblick in den CX Coworker. Ich freue mich jetzt wieder an Julian zu übergeben. Vielen Dank, Vanessa. Das war Teil 1 der Demo. Es geht gleich noch weiter. Schauen wir uns nun die Innovation für B2B-Unternehmen an. Für Marketo-Engage-Kunden bringen wir 2 bahnbrechende Innovationen. Erstens eine neue Stufe von Journey Optimizer B2B Edition, die eure Marketo-Engage-Daten nutzt. Für einen schnellen, nahtlosen Weg zu B2B-Marketing der nächsten Generation mit KI-Decisioning. Und zweitens eine neue Benutzeroberfläche für Marketo Engage mit agentenbasierter KI im Mittelpunkt, die Marketo direkt mit CX Coworker verbindet. Okay, schauen wir uns nun die Produktinnovation für B2B an. Vanessa, zurück zu dir. Ja, sehr gerne. Stellen wir nun einmal sicher, dass alle Personen, die Informationen zu QuickBooks angefragt haben, diese auch erhalten. Und der Adobe Sales Qualifier verändert grundlegend die Art, wie wir an Prospecting herangehen, durch KI-gestützte Filterung und Qualifizierung von Leads. Hier sehen wir einmal alle Personen, die Informationen zu QuickBooks angefragt haben, und mit nur einem Klick wähle ich all diese Prospects aus und enrolle sie für unseren New Lead Nurture Agent. Dadurch haben unsere BDRs in wenigen Sekunden einen ganzheitlichen Überblick über die einzelnen Profile und können so ihre Kontaktanlässe maximal relevant gestalten. Doch der Sales Qualifier geht noch einen Schritt weiter. Er entwickelt Engagement-Strategien, personalisierte E-Mail-Templates, LinkedIn-Nachrichten und vereinbart sogar Termine. So kann unser B2B-Team mit einem beschleunigten Outreach starten und in kürzerer Zeit mehr Conversions generieren. Das klingt gut, oder? Und das fasst im Grunde genommen auch den Kern von CX Coworker zusammen, denn er befähigt Teams nicht nur schneller zusammenzuarbeiten, sondern vor allem auch smarter. Danke. Wunderbar. Vielen Dank, Vanessa. Applaus für Vanessa. Sehr spannende Themen. Dankeschön. Wunderbar. Viele von euch experimentieren bereits mit Agents. Und ich bin mir sicher, dass ihr schon viele gute Erfahrungen gemacht habt. Aber häufige Fragen bleiben jedoch diese. Wie integriere ich sie in echte Workflows? Wie sichere ich meine Governance? Und wie beweise ich eigentlich den ROI? Die Antwort findet sich im Agentic Workflow Builder, den wir uns als nächstes angucken wollen. Agents, Skills und Tools auf einem Canvas, den ihr kontrolliert. Mit Echtzeitmonitoring, Governance und Support für Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini. Und das Beste, No-Code, Low-Code. Nicht nur Entwickler können bauen. Schauen wir uns das mal genauer an. Bitte begrüßt auf der Bühne Martin Schneppe. Hi zusammen. Bisher haben wir den Coworker immer nur genutzt. Jetzt müssen wir uns die Ärmel hochkrempeln und das Ganze aufbauen. Also gucken wir uns im nächsten Schritt an, wie wir nicht nur Workflows und Agents aufbauen, sondern diese auch anpassen und am Ende auch tracken. Weil am Ende des Tages möchten wir auch sehen, funktioniert das Ganze mit der KI so, wie wir möchten. Von daher springen wir mal direkt in unsere Agents und Skills, die aktuell laufen auf der Plattform. Und wir sehen schon, okay,
einige haben das Adobe-Logo. Das bedeutet, wir als Adobe bringen Agents zu euch, out of the box, vorkonfiguriert. Oder aber wir bauen uns unsere eigenen, inklusive allem, was dahinter kommt. Klassischer Use Case, den jeder hat, große Marketingkampagne ist gestartet, mehrere Journeys, mehrere Audiences etc. etc. Das große Problem, was wir dabei immer haben, ist Doppelansprache, wer darf in welche Journey etc. Von daher haben wir uns einen Agent gebaut, und zwar den Traffic Control Agent. Und was wir hier sehen ist, dass der Agent aus verschiedenen Bausteinen zusammengesetzt wird. Ihr kennt das vielleicht von OpenAI und Co. Wir haben verschiedene Skills angelegt und die könnt ihr als Marketeer ganz freundlich per Text adaptieren, ändern und wieder abspeichern. Und zusätzlich zu diesen Skills können wir verschiedene Daten connecten. In dem Fall out of the box, alles was von Adobe kommt, Realtime CDP, AJO, CJA etc. Oder auch MCPs von externen Systemen. Also alles konsolidiert, ein Agent. Nächster Schritt ist natürlich, wie packen wir das Ganze in Guardrails, weil jeder, der ChatGPT und Co. genutzt hat, weiß, das läuft nicht ganz immer so, wie man möchte. Von daher im nächsten Schritt diesen Agent in Workflows setzen. Und wir sehen hier schon, unser Agent läuft in verschiedenen, 7. Wir gucken uns davon jetzt mal einen an, um das Engagement während dieser Kampagne, die wir erstellt haben, zu steigern. Was wir direkt finden ist, das Ganze ist eine No-Code bzw. Low-Code-Umgebung. Das heißt, wir können Nodes zusammensetzen, um unsere Guardrails zu designen. Wir sehen, der Auslöser ist immer der Agent. In dem Falle findet er halt ein etwas niedrigeres Engagement. Was machen wir aber als nächstes? Wir müssen uns erstmal Insights zusammenziehen, damit wir irgendwann eine Entscheidung treffen können, mit welchem Kunden machen wir was. Von daher haben wir jetzt in dem Falle mehrere Tools hinzugezogen, aus denen wir Insights generieren können, wie zum Beispiel eine CDP oder auch Marketo, und wollen ja nicht unbedingt diese Entscheidung, was wir wem jetzt ausspielen, selbst entscheiden, sondern wir wollen das Ganze über einen Agenten machen. Also haben wir in dem Fall die Decision der AI überlassen. Und hier ist so ein bisschen der Haken dran. Entweder wir überlassen die Entscheidung immer der AI, kann gut laufen, muss nicht. Wir können aber auch auf Nummer sicher gehen und uns einfach selbst mit in den Loop setzen. Human in the Loop nennt man das Ganze. Und wir entscheiden am Ende des Tages selbst. Nachdem wir die Recommendation von der AI bekommen, wollen wir das Ganze umsetzen, anpassen oder vielleicht ablehnen. Darüber hinaus, wenn ich jetzt den ganzen Content angepasst habe und ausgewählt habe, was fehlt eigentlich? Meistens so eine Art Governance-Check. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich das an den Workflow einfügen muss, also nehme ich einfach den Chat zur Hand und füge an der Stelle den Governance-Check ganz automatisch ein in meinen Workflow. In dem Fall denkt der Coworker, okay, das könnte der letzte gute Schritt sein, nachdem wir den Content ausgewählt haben. Ich bin happy damit und entweder teile ich das Ganze jetzt mit dem erweiterten Team oder veröffentliche es direkt. Entweder live oder erstmal als Update. Wenn wir damit zufrieden sind, dann laufen auch schon die ersten Infos rein. Ihr könnt euch das vorstellen, dass dieser Agent dauerhaft im Hintergrund läuft und immer einen Ping gibt, wenn er jetzt sieht, okay, Low Engagement in dem Falle. Was passiert? Der Trigger wird ausgelöst, der Agent läuft los, sucht sich über die verschiedenen Tools die Insights zusammen, die er braucht, um dann am Ende des Tages eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung wird uns vorgelegt, in dem Fall habe ich es natürlich sofort akzeptiert. Und der Agent geht über in A, Governance, B, Content-Erstellung und am Ende des Tages halt auch die Execution. In unserem Fall hat der Agent vorgeschlagen, mehr Social Media bzw. Paid Media zu machen, also die komplette Kampagne geplant, ausgespielt und auf LinkedIn getrendet. Zusätzlich, und das war der dritte Punkt von eben, wir erstellen und customizen Agents, können wir natürlich auch noch sagen, okay, was sind jetzt die Learnings aus diesem einen Flow, aus dieser einen Kampagne, oder war ich vielleicht auch als Human in the Loop derjenige, der ein bisschen zu langsam war. Also alle Insights an einem Ort. Und damit haben wir schon die ersten beiden Punkte gesehen, Agents erstellen und Agents anpassen. Damit zurück zu dir, Julian. Vielen Dank, Martin. Spannende Einblicke bereits. Jede Marketingorganisation muss heute schnell handeln, auf Wettbewerb reagieren und den Moment nutzen, bevor es vorbei ist. Deshalb freuen wir uns, CX Coworker Campaigns vorzustellen, ein All-in-One-Product für Growth Marketing Teams. Vom Prompt zum Kampagnenlaunch, Wertschöpfung in Minuten. Ihr startet mit einer Idee, CX Coworker übernimmt den Rest. Und das alles unter eurer Kontrolle. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Martin, zurück zu dir. Vielen Dank. Wie gerade gesagt, wir haben die Agents gebaut, jetzt nutzen wir sie wieder auf der anderen Seite. Von daher wollen wir jetzt eine Multitouch-Kampagne erstellen. Dazu haben wir von unserer Agentur sowohl ein Briefing bekommen, ganz klassisch, und dazu vielleicht von unserer Analytics-Abteilung
die Audience, die am besten für diese nächste große Kampagne funktioniert. Das Ganze laden wir in den Coworker und dieser bedient sich jetzt im Hintergrund der Workflows zum Teil oder Recepts, die wir genutzt haben. In dem Falle fürs Campaign Building. Teilweise werden Fragen gestellt, wenn Punkte offen sind. In dem Fall bin ich zufrieden und starte direkt mit dem Plan. Und was wir hier sehen ist, dass das Layout und die UI sehr Adobe-spezifisch ist. Wir haben nicht nur die klassische Interaktion per Chat, sondern haben auch eine UI, die uns durch den Schritt oder durch die Schritte einer Kampagnenplanung führt. Ganz speziell bauen wir hier nach und nach alles auf, inklusive Workflows, inklusive Assets etc. Aber einmal noch einen Schritt zurück und zwar langsam von vorne. Was sehen wir hier? Wir haben nicht nur eine Übersicht darüber, welche Informationen sich unsere Agenten bemühen oder bedienen. Wir bauen Trust auf, wir nehmen nur das, was wir wirklich brauchen. Keine Halluzinationen. Zweitens sehen wir benutzen das Brand Kit. Überall in jeder Application von Adobe können wir über APIs abgreifen, welche Brand Guidelines wir haben und gucken, ob der Content damit koaliert. Das heißt, wir sind immer on Brand. Zweiter Punkt ist die Audience. Wir hatten jetzt in unserem Fall von unserer Analytics Company eine CSV bekommen mit den jeweiligen Sources. Wir können aber auch noch zusätzliche anbinden, einfach nur fürs Refining oder wir möchten die Zielgruppe vielleicht noch anpassen an der Stelle. Dritter Schritt, immer der wichtigste eigentlich, Content. Was wollen wir unseren Zielgruppen zeigen? Das ist natürlich A, auf die Brand angepasst und B, auf die Audience, die wir gerade selektiert haben. Das Ganze natürlich komplett KI generiert, sowohl Headline als auch Betreff, als auch die Bilder, je nachdem, welche Anforderungen wir denn haben. Komplett editierbar und live. Letzter Schritt, wir wollen das Ganze natürlich in einen Zusammenhang setzen. Wir wollen eine Kampagne erstellen. Von daher, wie gehen wir jetzt die Kunden an? Dafür haben wir auch schon einen Vorschlag bekommen, und zwar Journeys. In dem Falle eine dreischrittige Journey, die über die Zeit unsere Kunden nurturen soll. Darüber hinaus, jetzt haben wir die Journey schon, haben wir über unsere Adobe Engagement Intelligence schon ein paar Recommendations, was wir noch an Personalisierungen einfügen können. Entweder in der Journey global oder spezifisch auf die einzelnen Messages. Sind wir mit dem ganzen Prozedere zufrieden? In meinem Fall bin ich das. Kann ich es aktivieren. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Schritt und eigentlich der wichtigste. Was bringt uns das Ganze am Ende? Denn wir haben zwar gesehen, wie wir Agents bauen und wie wir diese anpassen, aber viel wichtiger ist doch am Ende das Engagement mit dem Kunden. Und von daher kann ich auch hier völlig kontextuell fragen, wie lief die Kampagne und sehe am Ende, hey, das, was wir da fabriziert haben, gemeinsam mit der KI, war das, was wir am Ende brauchten.